Deutsche Eisenbahner, ich entspreche gern dem aus euren Reihen an mich herangetragenen Wunsch, zum Tag des Deutschen Eisenbahners für euch das Wort zu ergreifen. Ihr habt in den hinter uns liegenden über 4 schweren Jahren eine Leistung vollbracht, die, wenn sie sich auch meistens ohne Aufsehen und fast unbeobachtet von der breiteren Öffentlichkeit vollzog, dennoch von kriegsentscheidender Bedeutung war und ist. Dafür möchte ich euch heute im ausdrücklichen Namen des Führers und ich glaube wohl des ganzen deutschen Volkes, insbesondere der Front- und der Luftnotgebiete, Dank und Anerkennung zum Ausdruck bringen. Es gibt keinen Berufsstand, der das mehr verdiente als ihr. Eure Arbeit spielte sich in vielen Fällen im Felde und in den Luftkriegsgebieten der Heimat so frontnah ab, dass man hier mit Fug und Recht von einem soldatischen Einsatz sprechen kann. Der deutsche Eisenbahner hatte dabei nicht nur Fleiß, Tüchtigkeit und fachliches Können, sondern vor allem auch Beherztheit, Zivilcourage und persönlichen Mut zu beweisen. Schon im Winter 1941/42 wurde er auf die erste große Probe gestellt und von da ab haben sich seine Aufgaben und die Anforderungen, die er zu erfüllen hatte, ins Unermessliche gesteigert. Jetzt konnte er nicht mehr, wie vielfach noch zu Anfang des Krieges, aus dem Vollen wirtschaften. Jetzt musste er das System der Aushilfen anwenden und eine Kunst der Improvisation bewähren, die bis dahin fast unbekannt, in der er jedenfalls ungeübt war. Wenn trotz der enormen Beanspruchungen unseres Verkehrswesens all die ungezählten Aufgaben, die die lange Kriegsdauer mit sich gebracht hat, gemeistert wurden und selten oder fast nie eine Krise auftrat, so ist das neben der Güte des euch zur Verfügung stehenden Materials, eurer glänzenden Führung und vor allem eurem eigenen Fleiß, eurem unerschütterlichen Pflichtbewusstsein und eurer unerschütterlichen Einsatzbereitschaft zu verdanken. Ihr verseht im Kriege euren schweren Dienst oft und oft unter direkter und unmittelbarer Feindeinwirkung. Nicht nur in der Zuführung von Waffen und Munition an die Front, auch in der reibungslosen Durchführung des Verkehrs in den Luftkriegsgebieten sowie ungezählter neuer Aufgaben, die sich aus dem feindlichen Luftterror ergeben, beweist ihr vielfach eine Verachtung der Gefahr und einen Todesmut, die bewundernswert sind. Dafür dankt euch heute das ganze deutsche Volk. Der Verkehr ist eine der tragenden Grundsäulen des menschlichen Zusammenlebens. Das war schon immer auch im Frieden so. Der moderne Krieg allerdings hat die entscheidenden Aufgaben des Verkehrs noch enorm gesteigert. Ja, man kann fast sagen, dass der Krieg in seinen kritischen Phasen in der Hauptsache ein Problem des Nachschubs beziehungsweise der Verbindungswege ist. Daraus allein erhält schon der ungeheure Anteil, den ihr, deutsche Eisenbahner, einmal am Sieg unserer Waffen haben werdet. Ohne eure Einsatzfreudigkeit wäre der Krieg unser Leben überhaupt nicht durchzuführen. Ihr habt die Hand am Nervenzentrum unseres Kriegslebens. Ihr seid auch in einem höheren Sinne die Weichensteller der modernen Kriegführung. Würden die geordneten Verbindungen von der Heimat zur Front und umgekehrt, sowie im Reich selbst die zwischen seinen einzelnen Gauen einmal abreißen und nicht wiederhergestellt werden können, so wären wir, wie im gleichen Falle jedes andere kriegführende Volk, verloren.
Auf euch also kommt es in dieser kriegsentscheidenden Frage an. Das wissen wir und das wisst ihr. Ihr tragt diese hohe Verantwortung unserem kämpfenden und arbeitenden Volk und seiner Zukunft gegenüber mit Würde und Selbstbewusstsein. Ihr habt doch jedes Recht dazu. Eisenbahner sein heißt heute etwas mehr als einem x-beliebigen Berufsstand angehören. Es heißt heute, einen großen Teil der Kriegsentscheidung in der Hand haben. Dass euch dieses Gefühl einen hohen persönlichen Stolz verleiht, ist natürlich und verständlich. Die Eisenbahn ist immer noch die Grundlage unseres Verkehrs und wird das auch in Zukunft bleiben. Sie fährt mit der höchsten Sicherheit und Präzision, ist unabhängiger und weniger anfällig als die anderen Verkehrsmittel und deshalb allein in der Lage, Massentransporte von Gütern, Material und Menschen durchzuführen und zu gewährleisten. Was das für diesen Krieg bedeutet, braucht überhaupt nicht weiter erläutert zu werden. Hier liegt das A und O der Voraussetzung zum Endsieg und damit aber auch die Verantwortung, die der deutsche Eisenbahner zu tragen hat. Wenn er es fertigbrachte und immer wieder fertig bringt, der kompliziertesten Situationen dieses Krieges Herr zu werden, plötzlich auftretende Massenbewegungen mit einer souveränen Sicherheit zu bewältigen und dabei den normalen Bedarf ohne nennenswerte Einschränkungen weiter zu befriedigen, so ist das ein Beweis seines hohen Könnens, vor allem aber auch seiner überlegenen improvisatorischen Elastizität, die ihn leider vor vielen anderen Sparten unseres öffentlichen Lebens auszeichnet. Als Vorsitzender des interministeriellen Luftkriegsschädensausschusses habe ich das oft genug feststellen können, um mir darüber ein maßgebliches Urteil erlauben zu dürfen. Jedenfalls kann ich sagen, dass ich auch bei den harten Schlägen des feindlichen Luftterrors noch niemals Forderungen an die Deutsche Reichsbahn stellen musste, die als unerfüllbar angesehen wurden oder unerfüllt geblieben wären. Darum spreche ich heute besonders gerne zum Tag des deutschen Eisenbahners zu euch. Ich finde damit eine willkommene Gelegenheit, den ungezählten Männern und Frauen von der Deutschen Reichsbahn vor dem ganzen Volk den Dank abzustatten, den sie sich verdient haben. Die breiteste Öffentlichkeit wird in diesen Dank mit einstimmen. Der deutsche Eisenbahner hat heute ein Recht, mit Stolz auf seine überragenden Kriegsleistungen zu blicken. An der Front und in der Heimat sind sie über jedes Lob erhaben und erreichen gerade in den kritischen Lagen des Krieges ein Höchstmaß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Das ist nicht mehr die gute alte Eisenbahn von anno dazumal. Das ist das größte und leistungsfähigste Verkehrsunternehmen der Welt, im Dienste der Heimat und der Nation stehen und heute kein anderes Ziel verfolgen als den deutschen Sieg. Dieser Sieg unserer Waffen wird eine Gemeinschaftsleistung des ganzen deutschen Volkes sein. Er kann deshalb auch bei einer solchen Einsatzfreudigkeit und einem so hohen Opfermut an der Front und in der Heimat überhaupt nicht in Zweifel gezogen oder gefährdet werden.
Gerade die Belastungen, denen er augenblicklich ausgesetzt wird, sind Proben unserer Standhaftigkeit und unserer Charakterfestigkeit. Hier beweist sich deshalb auch der Mann, die wahre Führerpersönlichkeit und die geschlossene, einheitlich ausgerichtete und auf das große Ziel eingestellte und erzogene Gefolgschaft. Von mir jedenfalls kann ich sagen, dass ich nie so fest und unerschütterlich an diesen Sieg geglaubt habe, wie gerade jetzt. Und zwar gerade deshalb, weil unser Volk ihn heute unter Leiden und enormen Opfern behaupten und verteidigen muss. Ich habe unsere Männer, Frauen und Kinder in den letzten 2 Wochen der Reichshauptstadt und vor dem in fast allen vom Terror des feindlichen Luftkriegs heimgesuchten Städten des Reiches beobachtet. Bin mitten unter ihnen gewesen, habe teilgenommen an ihren Sorgen und Gefahren und kann nur sagen, dass der auch nur eine Minute daran zweifelte, dass dieses tapfere, fleißige, einsatzbereite und so anständige Volk am Ende trotz allem den Sieg davontragen wird, dass der gar nicht wert ist, zu diesem Volk überhaupt zu gehören. Jeder anständige Deutsche empfindet es heute als die höchste Ehre, ein Mitglied dieser großen, arbeitenden und um ihr Leben kämpfenden Gemeinschaft zu sein. Niemals war ich so stolz darauf wie heute. Kürzliche Besuche bei den ausgebombten Berliner Arbeitern im früher rötesten Wedding in Berlin haben mich wieder einmal belehrt, welch eine Wandlung unser ganzes Volk vor diesem Kriege und im Verlaufe dieses Krieges durchgemacht hat. Unsere Feinde können anfangen und anstellen, was sie wollen. Mit diesem Volk werden sie nicht fertig. Es wird nicht bedingungslos, wie sie hoffen und wünschen, und es wird überhaupt nicht kapitulieren, sondern dem Feind nur die Gewehrläufe zeigen. Was sollte es auch für eine Veranlassung zur Kapitulation haben? Wir halten im Gegensatz zu 1918 unsere Waffe fest umklammert und verteidigen damit unser bedrohtes nationales Leben. Ein zwar teuer bezahlter, aber darum umso größerer Sieg wird einmal der Preis unserer harten Anstrengungen sein. Man kann unsere Feinde nur bemitleiden, wenn sie glauben, mit ihrer ebenso dummen wie verlogenen Propaganda uns irre machen und verwirren zu können. Was haben denn die Engländer und Amerikaner schon auf dem ehrlichen Schlachtfeld überhaupt geleistet, dass sie zu einer so tollen Überschätzung ihrer militärischen Möglichkeiten berechtigen dürfte? Es ist schließlich keine Kunst, bei Nacht und Nebel friedliche Städte zu überfallen und Brand und Tod auf ihre zivile Bevölkerung herabzuwerfen. Dieser Frauen- und Kindermord stellt die schreiendste Anklage der modernen Kriegsgeschichte dar und kann nur mit den viehhaften Untaten des barbarischen Zeitalters verglichen werden. Aber Krieg ist das doch nicht. Wir kennen ganz genau die Urheber dieses feigen Terrors. Aber niemand bei uns denkt überhaupt daran, sich diesem Terror zu beugen. Da kennen unsere Feinde uns schlecht. Das ist nicht mehr das Volk von 1918 und vor allem nicht mehr die schlappe Führung von 1918.
In Deutschland regieren heute keine Bettmann Hollweg und keine Prinz Max von Baden, sondern nationalsozialistische Männer. Der feindliche Luftterror hat uns nicht gebeugt, sondern nur noch mehr gehärtet. Und wo früher vielleicht noch eine Lücke in unserer Gemeinschaft festzustellen war, da ist sie jetzt durch die Flammenwand geschlossen worden, die der Feind in unseren Luftnotgebieten entzündet hat. Dieses Deutschland ist überhaupt nicht niederzubrechen oder niederzuwerfen. Nicht nur seine Männer, auch seine Frauen, ja seine Kinder sind Helden. Man hat in ihnen den Furor Teutonicus erweckt. Wir sind heute zu allem bereit und zu allem entschlossen. Unser Leben ist vielfach zwar primitiver geworden, aber wir werden uns schon damit abzufinden wissen. Für die Besten unter uns stellt es sowieso alles andere als einen Selbstzweck dar. Es ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich zur Erhaltung des großen Lebens unseres Volkes. Wer wollte jemals die ungeheure Kraft einer solchen Nation überwinden? Schaut in die Welt und seht, wie unsere Heldensöhne auf allen Kriegsschauplätzen verbissen kämpfen, den eroberten Raum verteidigen, manchmal so, als ob sie sich mit den Nägeln in den Boden festkrallten, den anstürmenden Feind mit der blanken Waffe zurückschlagen. Seht unser Volk in der Heimat, unsere Männer, Frauen und Kinder, wie sie zusammenhalten und auch in der größten Not und Gefahr ihre Häuser und Wohnungen beschützen, wie sie nach den Bombennächten in die Fabriken eilen, um Waffen und Munition für die Front zu schaffen. Seht dieses Heldenvolk im Kampfe und bei der Arbeit und wisset, dass ihm der Sieg sicher ist. Dass hier wie immer noch in der Geschichte das Licht am Ende doch über die Finsternis triumphieren wird, dass eines Tages die Lüge und die rohe Gemeinheit zerschmettert am Boden liegen und die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen wird. Was wir selbst noch nicht aus uns machen konnten, das hat jetzt der Feind aus uns gemacht. Ein kämpfendes 90-Millionen-Volk, geeint im Glauben, aber auch geeint im Hass. Wir haben die letzten Sentimentalitäten von gestern und vorgestern von uns abgeworfen. Der gutmütige deutsche Michel, der für alles und jedes Verständnis hatte und mehr noch für seine Feinde als für seine eigenen Interessen, dieser Michel gehört endgültig der Vergangenheit an. Wir wissen jetzt, woran wir sind und was wir zu tun haben. Wenn der Feind glaubt, uns durch einen neuen Propaganda-Coup einen Sieg über unser Herzen abzwingen zu können, der ihm über unsere Waffen bisher versagt geblieben ist und immer versagt bleiben wird, so huldigt er damit dem verhängnisvollsten Trugschluss in seiner Gesamtfehlrechnung dieses Krieges. Der billige Erfolg vom November 1918 wird sich niemals wiederholen. Kein Terror, kein Terror und keine Gewalt, aber auch keine Drohung und keine Verführungskunst kann uns vom geraden Weg abbringen. Der Propagandakrieg des Feindes zeugt nicht für seine militärische Macht, sondern eher für seine militärische Ohnmacht. Denn sähe er auch nur die geringste Möglichkeit, mit den Waffen zum Siege zu kommen, so würde er nicht mit Worten und Proklamationen gegen uns kämpfen. Aber er sieht diese militärische Möglichkeit nicht. Er sieht überall nur deutsche Männer ihm gegenüberstehen, die unsere Heimat verteidigen. Und diese Barriere ist für ihn uneinnehmbar. Das beweist die Front in Süditalien. Wir haben schon so viel für die Verteidigung unserer Freiheit und unseres nationalen Lebens geopfert, dass wir auch den noch verbleibenden Rest freudigen Herzens zusteuern werden, um zum Endlich zu kommen.
Für die verlogenen Versprechungen der Feindseite haben wir nur taube Ohren. Ihre Drohungen schrecken uns nicht. Was unsere Gegner uns antun können, tun sie uns sowieso an. Wenn sie uns darüber hinaus zu ängstigen versuchen, so beirrt uns das nicht. Man glaube doch nicht, dass das nationalsozialistische Deutschland sich durch ein Stirnrunzeln der feindlichen Staatsmänner blöffen ließe. Man kennt uns auf der Gegenseite schlecht, aber wir kennen die Feindseite umso besser. Wir wissen, dass sie mit Terror und List, mit Brutalität und Verführungskunst, mit zynisch roher Gewalt gegen Frauen und Kinder und honigsüßen Worten der Betörung gegen unser Volk versucht, uns aufzuspalten und uns die Waffen aus der Hand zu winden. Dann würden wir wehrlos ihrem Sadismus und ihren finsteren Vernichtungsplänen, die uns ja oft genug zur Kenntnis gebracht haben, ausgeliefert sein. Niemals und unter keinen Umständen, das kann Gemeinhaus sagen, wird dieser Fall jemals eintreten. Nie und nie. Wenn unsere Feinde siegen wollen, dann sollen sie kommen und kämpfen. Die deutschen Waffen werden ihnen dann die Antwort nicht schuldig bleiben. Ihre Reden und Proklamationen aber imponieren uns nicht. Sie werden in Deutschland mit Verachtung beiseite gelegt. Das ist das, was wir zur gegenwärtigen Kriegslage und zur Konferenz der sogenannten Drei in Teheran zu sagen haben. Vor einer Woche noch glaubten Sie, durch einen Aufruf an das deutsche Volk unsere Moral zerbrechen zu können. Gestern haben Sie von diesem Aufruf Abstand genommen, wahrscheinlich, weil Sie selbst eingesehen haben, dass es zwecklos gewesen wäre. Wir haben Ihnen in der vergangenen Woche eine harte Sprache entgegengeschleudert, denn unsere Sprache wird natürlich härter, wie der Krieg härter wird. Aber auch unsere Seelen haben Sie unterdessen mit einem Panzer aus Eisen und Stahl umgeben. Der Feind soll endgültig seine Hoffnung zu Grabe tragen, als seien diese Seelen leichter zu nehmen als unsere Wälle aus Beton. Das eherne Herz unseres Volkes wird die letzte große Prüfung dieses Krieges bestehen. Es hat dafür so viele Proben abgelegt, dass es kaum noch der Worte bedarf, um das zu beweisen. Wir stehen fest und unerschütterlich als Volk und Nation in einem eisernen und unzerbrechbaren Ring um den Führergeschad. Er wird die ungezählten Sieger dieses Krieges durch den stolzen Endsieg krönen. Das glauben wir, ja, das wissen wir. Der Feind lügt und lockt also umsonst. Wir sind keine geeigneten Objekte für seine heuchlerischen Verführungskünste. Seine Drohungen strafen wir nur mit Verachtung. Das deutsche Volk steht zu seinen Waffen, weiß, was es heißt, Waffen abzuliefern. Das hat es einmal im November 1918 versucht. Mit welchem Erfolg? Das haben die nachfolgenden Monate und Jahre bewiesen. Unsere arbeitenden Männer und Frauen produzieren diese Waffen und unsere Soldaten tragen und führen sie. Ihr aber, Eisenbahner, habt ja an die Front zu schaffen. Ihr müsst die Verbindungswege, sozusagen das Adernsystem unserer gesamten Kriegführung in Gang halten. Ihr steht auf den brausenden Lokomotiven und die Weite der Wege, die ihr durchmesst, ist euch mehr als jedem anderen Deutschen ein Beweis für die Weite des Raumes, den wir erobert haben und den wir nun verteidigen müssen. Das wollen wir tun, jeder an seinem Platz, die Arbeiter in den Fabriken, die Bauern auf den Äckern, die Soldaten an der Front und ihr Eisenbahner als die Verbindungsoffiziere, als Mittler in der Heimat, als Mittler zur Front und als Mittler zwischen Heimat und Front. In dieser Stunde brausen Tausende von Zügen unter der Führung eurer Kameraden kreuz und quer durch Europa. Sie bringen Waffen und Munition an alle Fronten.
in die Hände des besten Soldatentums gelegt, das die Welt jemals kannte. Dieses Soldatentum verteidigt damit nicht nur unser Land, sondern unseren Erdteil gegen die infamste Verschwörung, wie die Geschichte je gesehen hat. Hier kämpfen in Wirklichkeit Licht und Finsternis miteinander in einem erbitterten Ringen auf Leben und Tod. Aber mit derselben Gesetzmäßigkeit, mit der der Tag der Nacht folgt, wird hier das Licht über die Finsternis triumphieren. Je kühler und schneidender die Stunde des Krieges wird, desto näher ist der Morgen. Dann wird sich das dunkle Gewölk, das den Himmel verfinstert, zerteilen und die Sonne wieder aufgehen über unseren Häuptern.